Als Zutaten benötigt ihr 1 Kilo Hackfleisch gemischt, ein Ei, 1 Teelöffel Senf, 2 kleine Zwiebeln, 360 Gramm Feta-Käse, 200 Gramm Bacon, Salz, Pfeffer und Thymian zum Würzen. Die beiden Zwiebeln bitte in kleine Würfel hacken. Die werden wir jetzt gleich mal kurz anbraten. Das Anbraten ist kein Muss, aber ich finde es immer sehr lecker, wenn da Röstaromen drin sind durch die Zwiebeln. Und ich finde es auch leckerer, wenn die Zwiebeln nicht so hart sind, weil manchmal wirken die beim Kauen ziemlich hart, wenn die halt nicht vorgebraten sind. Deswegen brate ich die immer vor, aber erstmal die Zwiebeln kurz in kleine Würfel schneiden. Während die Pfanne heiß wird mit dem Öl, können wir schon mal das Gehacktes mit dem Ei, Senf, und schon mit Pfeffer und Salz ein bisschen würzen. Den Thymian, den könnt ihr je nach Geschmack einfach dazugeben, dazu einfach die kleinen Blättchen abstreifen und hier reingeben. Wer keinen frischen Thymian zur Hand hat, kann natürlich auch gerne getrockneten Thymian verwenden. Zwiebeln ins heiße Fett geben. Die Zwiebeln kurz vor sich hin rösten, können wir auch schon mal das Backpapier ausbreiten und den Speck, also den Bacon, da drauf legen. Weil wir müssen diese Hackrolle gleich einrollen. Und dazu nehme ich mir ich habe so vorgefertigte, deswegen nehme ich 2 Backpapiere und werde jetzt erstmal den Bacon da drauf legen. Also es sollte ungefähr eine Länge von 74 cm haben, sodass ihr wirklich so eine Fläche ausbreiten könnt, damit es nachher alles im Omnia-Backofen reinpasst. Die gerösteten Zwiebeln gibt ihr jetzt dazu, die können jetzt noch ein bisschen abkühlen, dann kann man auch das Gitter noch ein bisschen weitermachen. So, jetzt mische ich erstmal das Hackfleisch. So, ich lege hier jetzt noch 2 von diesen Backpapierblättern drunter. Wenn ihr natürlich von der Rolle habt, könnt ihr euch 2 große machen. Ich habe die halt immer fürs Backblech, da finde ich die sehr praktisch. So, legt die hier drunter. Und jetzt werden wir ein großes Quadrat bilden, dann den Schafskäse drauf und dann von hier einrollen, sodass zum Schluss halt nur noch der Bacon da ist. Das müssen wir noch ein bisschen umklappen. Oh, guck mal, die brauchen wir gar nicht. Reicht sogar. Schaut einfach mal, dass ihr ein recht gleichmäßiges Quadrat habt und ihr solltet darauf achten, dass man hier oben etwas Bacon sieht, weil das braucht ihr nachher, um das ein bisschen besser zu verschließen. Fühlt sich ganz gut und ganz gleichmäßig an, also werden wir mal den Schafskäse drauf bröckeln.
So, ich gebe euch auch den Tipp, bitte lasst auch von dem Hackfleisch in dem Fall ein bisschen frei vom Schafskäse, weil der rutscht euch nachher sowieso raus. Das heißt, der rutscht nochmal nach oben. Deswegen könnt ihr lieber ein bisschen mehr nach unten machen, wo ihr jetzt gleich einrollt, als oben, weil da rutscht sowieso noch alles hoch. So, dann rollen wir jetzt gleich mal ein. Jetzt kommt auch unsere Backfolie zum Einsatz, denn damit müsst ihr das jetzt wirklich versuchen, gut einzurollen. So, wenn ihr jetzt noch Bacon übrig habt, an den Seiten oder so, klappt das einfach rüber. Ich habe hier auch noch Bacon übrig. Ich muss aber auch sagen, ich habe gerade noch Bacon dazu geholt, weil der Bacon einfach nicht so geschnitten war, wie ich ihn gerne gewünscht hätte, weil der ist ja nur mehr in der Packung. Manchmal sieht man nicht, wie breit der ist oder wie dünn der ist. Deswegen gebe ich euch den Tipp, kauft lieber ein Paket mehr und dann könnt ihr nachher auch noch vielleicht den Bacon nochmal zusätzlich einwickeln, wenn da zu viele Lücken sind oder der wirklich so blöd geschnitten ist wie bei mir gerade, wo der auseinandergefallen ist. Aber man kann halt in den Paketen nicht reingucken. So, weil es jetzt wieder etwas tricky wird, um dieses Teil, diese ganze Rolle in den Omnia reinzubekommen, rolle ich den jetzt wieder zurück. Und forme mir den schon mal. Natürlich ist alles aufgeweicht, geht ein bisschen schwierig, aber das klappt. Jetzt gucken wir, dass wir den da reinkriegen. So. Jetzt setzt ihr das Ganze nämlich verkehrt rum da rein. Und schon habt ihr eure Wurst da drin. So, und schon ist die Rolle drin. So einfach kann es gehen. Und jetzt geht der auf den Gaskocher. Warum ich das Ganze nicht in der Silikonform mache, die Frage wird mich bestimmt kommen. Das liegt daran, der Bacon gibt ja nun mal auch einiges an Fett ab. Und dieses Fett soll auch verbrennen und dadurch entstehen auch Röstaromen. Deswegen mache ich das in der Backform direkt, weil die Backform einfach total heiß ist und die verbrennt mir einiges. In der Silikonform ist immer Flüssigkeit enthalten. Das heißt, aufgrund des Silikons selber, es ist ein gewünschter Effekt von Silikon, wird da keine Flüssigkeit verbrennen. Das heißt, eure Bacon-Hackrolle, die schwimmt nachher tatsächlich vielleicht hier und da in einiges an Fett und das möchte ich da vermeiden und habe das deswegen direkt in die Backform gemacht. Wenn ihr nachher Angst habt, dass das Ding nicht mehr sauber geht, braucht ihr keine Angst haben. Füllt es bitte mit kaltem Wasser, lasst es etwas einweichen und dann geht ihr mit irgendwas aus Kunststoff oder Silikon oder meinetwegen auch Holz an den Rändern enther und dadurch löst sich schon einiges. Und dann könnt ihr es einfach mit einer Spülbürste, warmem Wasser und etwas Spülmittel wieder reinigen. Bitte keinen Scheuerschwamm benutzen, weil dann macht ihr wirklich den Omnia-Backofen kaputt. Aber ihr braucht wirklich keine Angst, um das Teil nicht mehr sauber zu bekommen. Der wird auch nicht mehr glänzend, aber der wird wieder sauber, sodass ihr ihn wieder benutzen könnt. Und jetzt wandert das ganze Ding erstmal auf den Gaskocher. Jetzt bleibt der erst 5 Minuten auf großer Flamme und ich denke mal 35 bis 40 Minuten wohl auf mittlerer Flamme. Aber die genaue Zeit sage ich euch nochmal am Ende, wenn alles fertig ist. 45 Minuten war die Bacon-Hackrolle jetzt im Omnia-Backofen. In der Zwischenzeit habe ich noch unser Kartoffelpüree vom Vorteig verarbeitet. Wie ihr hier seht, das sind Kartoffelplätzchen. Und zwar ist das wieder so ein Rezept, was meine Oma noch damals gemacht hat. Die hat ja noch alles verwertet, was sie noch so hatte. Und dann wurden dieser Kartoffelpüree wurde dann immer ausgebacken. Ich habe da jetzt ein Ei, 5 Esslöffel Paniermehl, 40 Gramm Gouda geriebenen Käse drin gehabt und auch noch 20 Gramm geriebenen Parmesan.
und habe die dann in etwas Öl in der Pfanne ausgebraten. Ich mache das immer sehr gerne, weil wir haben immer ganz viel Kartoffelpüree übrig. Der Frank isst das ja so gerne und dann ist das eine tolle Beilage. Und jetzt gucken wir uns mal die Bacon-Hackrolle an. Oh ja. Ich würde mal sagen, die sieht gut aus. Die fühlt sich sogar knackig an. Bei der Bacon-Hackrolle, alles was ich mit Hack mache, das ist immer so eine, ich sag mal, eine Wundertüte. Manchmal ist da wirklich ganz viel Flüssigkeit drin. Ich habe jetzt Glück, ich habe echt wenig Flüssigkeit drin. Das liegt nicht am Bacon, sondern es liegt am Hackfleisch. Oft ist es so, es kommt immer darauf an, wie das Hackfleisch zubereitet wurde. Leider können wir da nicht reingucken. Ich kaufe es auch immer beim Metzger und es ist völlig egal, ob ich es immer beim gleichen Metzger kaufe, beim anderen Metzger kaufe. Ich habe manchmal ganz viel Wasser drin, auch in der Pfanne und auch im Omnia und dann mal wieder gar nicht. Diesmal habe ich echt Glück gehabt, ich habe wirklich kaum Flüssigkeit drin. Nur leider, ich habe mal mit einem Metzger gesprochen, Frank kommt ja auch aus dem Bereich und die haben auch gesagt, es beginnt schon mit der Aufzucht. Und da können die Metzger auch nichts machen. Wenn die Aufzucht schon, ich sage mal in Anführungszeichen, versaut wurde, dann haben wir halt ein Problem auch, ich habe auch schon Biohack ausprobiert, da hatte ich das gleiche Problem gehabt. Von daher, wenn ihr wirklich dieses Gericht schon mal nachgemacht habt, das gibt es ja schon seit längerem auf meinem Blog und ihr habt so viel Flüssigkeit drin, dann liegt es oft am Hackfleisch. Wie gesagt, da können wir nicht reingucken. Ich habe da auch immer so eine Wundertüte, aber das ist richtig toll geworden. Das hole ich jetzt mal raus. Und dann werden wir das mit den Kartoffelkäseplätzchen einmal probieren. Ihr habt gerade gesehen, ich war da mit einem Messer drin. Ganz, ganz vorsichtig. Das ist auch, weil das da aufgeplatzt ist. Deswegen habe ich das dort geschnitten. Ansonsten hätte ich es vielleicht gestürzt, aber da ist noch Flüssigkeit drin. Obwohl ich kann versuchen, die Flüssigkeit rauszumachen und dann zu stürzen. Ach nee, ist jetzt schon geschnitten. So, wenn ihr seht, ich habe jetzt auch etwas Flüssigkeit drin, das ist jetzt wirklich nicht viel und der Omnia sieht gar nicht so grausam aus, wie man es vermuten könnte. Nur wenn ihr das jetzt in der Silikonform gemacht hättet, dann hättet ihr noch mehr Flüssigkeit drin, weil hier ist schon einiges verbrannt. So, unsere Bacon-Hackrolle ist fertig und die ist richtig toll geworden. Und jetzt warte ich auf meine Bande, damit wir gleich schön essen können, denn wir haben richtig Hunger und auch diese haben wir gerade schon probiert, die sind richtig, richtig lecker. Leute, das müsst ihr probieren, müsst ihr ausprobieren. Schreibt es in den Kommentaren, lasst uns ein Like da, sagt auch mal, ob ihr schon mal ausprobiert habt, wie eure Erfahrung war und bleibt bei uns, abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder empfehlt uns weiter, kommt in unsere Facebook-Gruppe, schaut mal auf Instagram vorbei, da sind auch immer ganz andere Beiträge. Und auf Pinterest haben wir auch ganz viele Pins schon für euch. Ich denke mal, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!